Geil. Also wie fühlt man sich, wenn man gleich 300 Kilometer Fahrrad fährt? I don't know, aber wie immer. Das wird ein Trip. Oh, die Sonne ist heraus. Willkommen im Ostermontag. Unglaublich geil. Aber hatte ich echt nicht auf den Schirm, dass es so einen krassen Nebel geben wird. 11% Steigung. Ich freue mich. Keine Chance, leider hier durchzukommen. GoPro ist tot. Weiter geht's. Wir sind so knapp außerhalb von München. Es ist so grandios. Ich hoffe, das ist der erste Moment, wo man vielleicht mit der GoPro auch irgendwas von der Umgebung erkennen kann. Aber seht ihr das? Wenn nicht, es ist ein wunderschöner Vorsonnenaufgang, wo sich der Horizont immer wieder mit so schönen Kirchspitzen, Bäumen und Gebäuden abbildet. Es einfach traumhaft zum Genießen ist. Hinter mir ist so ein halber, 2/3 Mond. An dem Tag, wo ich die 400 Kilometer fahre, wird es ein wunderbarer Vollmond sein. Aber das zu einer anderen Geschichte. Mann, ist das episch. Voll geil. Und ja, da links scheint auch ein perfekter Radweg zu sein. Aber solange hier weit und breit absolut kein Auto unterwegs ist, bin auch in München einfach auf der ersten Spur teilweise gefahren, weil die Radwege die ganze Zeit Ausfahrten, Einfahrten, Sockellöcher. Aber kein einziges Auto um 5 Uhr morgens auf der Straße. Also einfach tiefenentspannt auf der Autospur gefahren. Boah, war das ein geiler Flow. Also wenn man so mit dem Rennrad durch München kommen würde, jederzeit sofort schneller als jedes Effi. Was? Ich gehe Akku sparen. Das nächste Mal hat es bestimmt schon Licht. Geil. Erstes Pinkelpushen erledigt. Krass. 7 Uhr. Verrückt, wenn man schon 2 Stunden unterwegs ist. Gefühlt alles perfekt, angenehmer Pace. 24 etwas bis jetzt. Ja, ich muss schon langsam den ersten Müsli-Riegel essen. Aber ich habe definitiv zu viel gefrühstückt. Also Reminder fürs nächste Mal. Lieber weniger frühstücken und früher den ersten Müsli-Riegel. Aber ja, ich wollte auf jeden Fall ein bisschen versorgt sein. Das heißt, wahrscheinlich habe ich so 1000 Kalorien gefrühstückt. Würde sagen, so ein Müsli mit einem leichten Proteinshake, 15 Milligramm, 2 nicht gefüllte Eclair von meiner Freundin, die so übrig geblieben sind als Rätsel. Ein Stück, kleines Stück Osterstritzel mit Salami und noch ein kleines Stück Stritzel nackt. Genau, also ich würde sagen, kommt auf 1000. Sollte ich also eigentlich bis jetzt versorgt sein. Aber ja, wenn es drückt, ist auf jeden Fall suboptimal. Aber zum Glück macht man ja viel Bewegung heute. Was ich auch finde, was echt der Hit ist, einfach immer wieder aufstehen. Solange du noch gar keinen Arsch spürst, ist quasi so eine Lebensweisheit. Weil fördert die Durchblutung und sorgt dafür, dass du länger keinen Arsch spürst. Also aufstehen, entspannen, einfach gemütlich links, rechts vor sich hintreten. Wahnsinn. Und ich glaube, wir haben da oben gleich eine pervers geile Aussicht. Und ich sehe schon so einen wahnsinnig schönen Baum. Oh, die Sonne ist heraus. Und so ein Bankerl. Früher war ich immer nur unterwegs, habe solche Bäume und solche Bankerl gesucht und mir eingespeichert als gemütliches Plätzchen, um einfach abzuchillen. Oh, das ist super. Boah, phänomenal. Willkommen im Ostermontag. Offiziell bei Sonnenaufgang. Leute, das ist so verrückt, das ist so wunderschön. Schaut euch bitte das an.
Das ist doch komplett crazy. Das ist der Grund, wieso man um 4 Uhr aufstehen sollte, damit man jeden Tag so starten kann. Weil es einfach das Geilste im Leben ist. Wie amazing. Ach ja, und was ihr da vorhin gesehen habt, oder was ihr hier seht, ist natürlich Frost, weil es hat 0 Grad, es ist Ostermontag und es ist Anfang April. Genau, das ist irgendwie der erste Tag, der temperaturtechnisch wirklich passt für 300 Kilometer, weil heute soll es so 14 bis 16 Grad haben, tagsüber. Ist auf jeden Fall nice. Kurz auch hier zu der Vorbereitung. Im Sommer ist bei mir immer Motorradfahren, im Winter ist Fahrradfahren. Also habe ich irgendwann letztes Jahr, September, Oktober, mich entschlossen, diesen Plan durchzuziehen und trainiere jetzt quasi so, ja, Pi mal Daumen, halbes, dreiviertel Jahr. Habe im Sommer schon ein bisschen gebrainstormt. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich mir das Rennrad geholt habe. Gerne hier kurz erwähnt. Und ja, so sieht's aus. Also bin ich zumindest gewohnt, bei 0 Grad Fahrrad zu fahren. Das Geilste übrigens, ich habe vor, ein separates Video zu machen. Das Einzige, finde ich, was bei 0 Grad wirklich hilft, dass deine Füße warm bleiben. Ich habe so Gore, Überzieher, Windbreaker Material, warme Socken, Wollsocken, 2 Socken, alles ausprobiert. Verschiedene Paar Schuhe auch. Ich finde, das Einzige, wo ich echt jetzt gegen Ende des Winters drauf gekommen bin, ich dachte eigentlich, ich kann sie nie mehr einsetzen, habe es jetzt aber schon bei 2 Fahrten eingesetzt. Und zwar, so wie diese Wärmepads für den Nacken, gibt es wärmende Schuheinlagen. Ich dachte mir immer, wofür? Und da steht, diese Teile halten 8 Stunden bei 0 Grad und am Fahrrad halten sie nur maximal 2 Stunden. Meine werden zum Beispiel auch schon leicht kühler mittlerweile. Am Anfang ist es echt super geil angenehm. Also das ist wirklich das Einzige, was hilft. Weil sonst, ich habe auch gesagt, so bei 0 Grad ist die Maximaldistanz so 100 Kilometer. Weil tatsächlich danach, also egal ob du Vollpower fährst oder 20–30% chillen, einfach nur um zu trainieren. Du kühlst irgendwann aus, ich zumindest, weil entweder ist dir quasi zu kalt, weil dich der Wind auskühlt einfach nach so langer Zeit, egal wie viel Wärme du produzierst, oder du hast halt Vollschub gegeben und du bist halt einfach ausgepowert und durchgeschwitzt. Und irgendwann kann die Kleidung halt die Feuchtigkeit, auch wenn es gute Kleidung ist, nicht mehr entsprechend abgeben. Du bist komplett nass und der kalte Wind beißt durch. Und dazu meistens noch die Füße, die auch ohne Wärmeeinlagen nach 4 Stunden wirklich durchgefroren sind. Also ja, so meine Erfahrung hier auf jeden Fall erwähnt. Falls ich das andere Video nie mache zu Fahrradfahren bei 0 Grad, Empfehlung des Hauses, gerne Link in der Videobeschreibung. Die sind echt der Hit. 2 Stunden solide Wärme. Ich habe heute auch echt noch ein zweites Paar dabei. Ich weiß, nicht 100% nachhaltig. Sowas gibt es auch akkubetrieben, aber ich habe nicht vor, das länger zu benutzen. Brauchst du ein Zeug nicht zu Hause und habe mir einen so einen 10er-Pack besorgt. Also 10 Paar. Das reicht locker für diese Saison. Und dann war es das. Erster Riegel. Ziemlich krasses Teil. Bisschen einfach, dass es auseinanderfällt. Aber lecker. Unglaublich geil. Also ich denke mir mittlerweile, umso weiter ich nach Osten komme, umso verdammt kälter ist es. Obwohl wir jetzt schon Licht haben.
Und ja, mir ist gerade bewusst geworden, dass das immer so ist. Weil in der Stadt hat es meistens 3 bis 5 Grad wärmer. Weil einfach alles Wärme speichert, auch wenn es nur 15 Grad am Vortag hat. Hier gibt es nichts, das die Wärme speichert. Und deshalb, ich schwör's euch, es ist drecksarschkalt. Und wenn es in München 0 Grad gehabt hat, fahre ich jetzt 2,5 Stunden und es ist eigentlich später im Tag, hat es hier -2. Ganz fix. Guten Morgen. Phänomenal. Fast war ich versucht, die Kurve zu schneiden, bis ich die Böschung gesehen habe. Regel Nummer 2. Eine Stunde später, 3 folgt gleich. 8:13 Uhr. Eine sehr mystische Stimmung. Der Frost wird schon langsam zu Wassertropfen. Und die Wassertropfen verdunsten. Bedeutet, es wird wärmer und es wird schon langsam über 0 Grad. Mega geil, wie das hier aussieht. Oh yeah, echt ein Traum. Auf jeden Fall weise, das Rücklicht noch brennen zu lassen. Wie wunderbar. Wow. Schaut euch das an. Jetzt eine Drohne. Das wäre der Hammer. Phänomenal. Also ja, ergibt voll Sinn. Aber hatte ich echt nicht auf den Schirm, dass es so einen krassen Nebel geben wird. Sogar die GoPro wird hier feucht. Die Oberflächen allgemein werden feucht, weil so viel Feuchtigkeit in der Luft ist. Echt? So geil. Passt, links geht's. Leider erst geschalten, wie er im Horizont, im Nebel verschwunden ist. Und zwar hat mich alles in Ordnung gewesen, ein Auto überholt, ganz normal. Bin links abgebogen, bin rechts abgebogen. So kleiner Anstieg, überholt mich ein Auto im Nebel, ganz ohne Licht. Lol, es ist wirklich phänomenal. Jetzt vielleicht nicht so, dass man vielleicht Nebellicht einschalten sollte, aber ja, wenn schon Hardcore, dann richtig Hardcore. Also ganz ohne Licht. Das ist eine Option. Gerade gecheckt, es ist 8:30 Uhr. Ich dachte mir, ich schau mal, wie viel ich schon habe. 80 Kilometer. Verdammt. Morgen 80 Kilometer um 8:30 Uhr leck. Also das ist voll im Plan, 3 mal 25 plus minus 75, ich fahre 3 Stunden 30. Aber ja krass, das haut mich um. Es ist so früh, die meisten schlafen noch. 80 Kilometer geradelt. Abartig. Richtig abartig, aber richtig geil. Genau so gehört sich's. Phänomenal. Also, wenn der Urin Mann, wenn ein Satz so beginnt. Wenn der Urin noch raucht, Alter, wenn der Atem noch raucht. By the way, hier. Voll geil. Scheiße, sogar das Zeug ist nass im Rucksack. Phänomenal, falls man es erkennen kann. Hier Wassertropfen drauf. Wenn ich die Teile schon mitschleppe und meine sind schon kalt seit locker 1,5 Stunden, dann unbedingt reinstecken die neuen Teile. Natürlich geil, wenn wir irgendwo noch Müllplatz finden werden wir aber. Oh yeah. Das Ding ist, sie sind sogar noch warm. Ja, aber so 20%, 10 vielleicht. Aber sagen wir so, wenn ich die Teile schon mitschleppe, dann muss ich reinschlupfen. Weil es ist definitiv frischer als erwartet. Ist jetzt nicht schlimm. Ich bin sehr gewohnt, die letzten Monate immer bei eiskalt gefahren. Kurz mal tauschen, Pinkelpause. 85 Kilometer, 3 Stunden 30 oder so unterwegs. Alles zu gut im Plan.
Ich habe einem Kollegen gesagt, ich bin bei 120 Kilometer irgendwie bei einer Tankstelle, wo ich Pause machen will und auffüllen. Aber ich glaube, sie haben gesagt, ich bin da gegen 11:30 Uhr. Grüße gehen raus, hey Windows Guy. Aber ich glaube, ich bin da deutlich früher. Ja, ich würde sagen, ich fahre noch ein bisschen ran und dann schaue ich mal, wie weit ich wirklich schon bin. Krass, dass die Sachen im Rucksack echt nass sind. Aber klar, wir fahren durch den Nebel, ergibt Sinn. Geil, aktuell hier gerade saugemütlich auf einem Radweg neben der Bundesstraße. Ist wieder Zeit für einen kleinen Müsli-Riegel. Also schnappen wir uns den noch und dann auf geht's. Dextro Energy, echt krasse Teile. War letztens auch wieder komplett unterversorgt, habe mir einen reingehaut, plötzlich war mein Geist auf 1000%. Hab Vollschub gegeben. Also ja, Dextro Energy tut seinen Job. Dann weiter geht's. Bin gespannt, wann der Nebel Tschüss sagt und wann es wärmer wird. Also es ist schon wärmer, weil wir diesen ganzen Nebel sehen. Ich würde sagen vielleicht 2 Grad, jetzt 3 Grad. Aber ja, es geht noch ein bisschen wärmer auf jeden Fall. Und ich freue mich, wenn meine Fußsohlen gleich wieder beheizt werden. Purer Luxus. Aber bei 0 Grad essentiell. Oh yeah, ich hole noch das Handy raus. So viel Zeit muss sein. Da hinten ist ein mega geiler Umriss vom Gebäude. Oh yeah, nächster Riegel. 9:30 Uhr, knapp über 100 Kilometer. Der Nebel hat sich schon langsam vertschüsst. Echt spannend, war gefühlt echt 1,5 Stunden da. Eigentlich seitdem es hell geworden ist. Dann wäre er deutlich länger da, sagen wir mal 3 Stunden. Aber ja, blauer Himmel über uns. Bei ca. 120 komme ich bei einer Tankstelle an, mal Wasser kaufen, Getränke auffüllen und treffe auch einen Spezi. Freue mich. Dementsprechend dort vermutlich nächste Pinkelpause. Sonnencreme auch angesagt, weil ja, die Sonne brennt seit 7 Uhr spätestens auf meine Birne. Und bisher war ein bisschen Nebel da, aber ab jetzt brennt sie direkt. Deshalb Sonnencreme in jedem Fall notwendig. Oh yeah! Wahnsinn! Wie geil das aussieht. Da muss auf jeden Fall ein Foto gemacht werden. Nur nicht das Handy ins Wasser droppen, das wäre der Showstopper. Sieht das nicht phänomenal aus? Wir fahren übrigens in diese Richtung, also auch cool. Oh yes, der Gegenwind ist final angekommen. Vorausgesagt heute über die ganze Strecke von 8 bis 15 km/h, genau in die andere Richtung. Aber egal, da habe ich zumindest gewusst, dann ist es nicht so schlimm. Schauen wir mal. Schön flach machen, schön chillen und nicht stressen lassen. Geil, weiter geht's. Nächster Riegel. Leck. Zu viel Müll. Schon in meiner Tasche. Was rausgefallen. So, einen noch. Soll dann bis zum nächsten Stopp reichen.
Dann kann ich den Müll auch wieder loswerden. Oh. Also, nächste Regel. Oh yeah, meine alte Trinkflasche aus Downhill-Zeiten. Wie man erkennen kann, ist sie öfter mal rausgefallen. Aber ja, so gehört sich das. Ich habe sie richtig gern. Also 3 Liter Trinksack aufgebraucht. Alles nach Plan, wird alle 100 Kilometer aufgefüllt. Wir sind jetzt knapp bei 110 vielleicht, 115. Bald kommt die Tankstelle, dann wieder aufgefüllt. Und ich habe noch 2 halbe Liter Flaschen als Reserve dabei. Genau für so Momente wie jetzt. Traumhaft. Oh yeah. Fahrverbot. 2,5 Kilometer. Hinten ist auch schon groß eine Umleitungstafel gestanden. Ich hoffe mal hart, dass man als Fahrradfahrer durchkommt. Aber ja, bin gespannt. Wenn nicht, sind wir am Arsch. Aber macht nichts. So machen wir einfach die 300 Kilometer in eine andere Richtung. Oh yeah. Da vorne wird es in jedem Fall interessant. Und ja, sagen wir, hätten wir Rückenwind, würden wir wahrscheinlich echt 27, 30 fahren. Weil ich habe gerade gesehen, wenn ich mich hier flach mache, bei echt viel Gegenwind, bin ich knapp bei 25. Also ja, Rückenwind wäre Gold wert. Gegenwind, ja, solange wir entspannt über 20 km/h bleiben, lässt sich's easy damit leben. Und man kann immer noch auf Wunder hoffen, dass das Ding einfach dreht, auch wenn die Vorhersage komplett was anderes sagt. Wunder sind immer toll. Schauen wir mal, Ziel, gerade durch, alles abgesperrt. Ist das ein großartiger Moment, dass heute Feiertag ist. Dann wird zumindest nicht gearbeitet. Habt ihr natürlich nie gesehen, ist nie passiert. Geil. Das Gute ist auf jeden Fall, in einem Monat optimalo. In einem Monat ist die Baustelle auf jeden Fall fertig. Das heißt, kein Problem für uns, wenn wir nach Wien fahren. Geil. Optimal. Sehr geil, dass wir einfach hier mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und hier einfach entspannt durchgekommen sind. Also weiter geht's. Oh yeah! Mann! Kollege hat gerade abgesagt, muss seinem Vater helfen, voll in Ordnung. Wir haben hier gerade so einen schönen Radweg. Ich hoffe, der Bundesstraßenweg ist jetzt bald vorbei und wir müssten schön langsam hoffentlich in Richtung Donau kommen und dann wunderschöne Donauradwege erfahren können. Ich bin ja schon mal entlang gefahren. Ich glaube, das wäre der Hit. Oh ja, so ist das schön. Nicht an der Bundesstraße, da kann man wirklich noch ein bisschen abschalten. Wir fahren hier gerade über die Inn. Echt viel Verkehr. Vorne ist Österreich, jawohl. Links ist, glaube ich, unsere Tankstelle. Und dann haben wir es geschafft. Genau. Das ist wirklich geil. Oh yeah, geschafft. Tankstopp. Boah, 1,60 der Sprit.
Das ist natürlich Hardcore. Das Paradies. In Deutschland zu Ostern ist ja mega Abzocke. Ich würde sagen 1,90 in München. Meine Annahme ist scheinbar richtig gewesen. Niemand stiehlt ein Fahrrad an einer Tankstelle. Hier besonders auf der Durchreise. Hier sieht es nicht aus, als ob irgendwo Fußgänger vorbeikommen. Spannend, einige Sachen zu tun. Da war sowas wie Handy präventiv anstecken an den Akku-Pack. Aber ich denke echt, dass es ohne Stress 300 hält. Genau, Müll ausräumen kommt danach. Soweit sieht das super smooth aus. Wir haben das richtige Stromkabel. Meine Freundin hat mir gestern noch Mut gemacht und hat gemeint, jo, wenn ich Stress habe und den Akku-Pack anstecke und im Nachhinein 3% mehr habe und der Akku-Pack leer ist, dann ist alles perfekt, aber es lädt. Schau mal, 62%. Was es schafft. Also wir haben hier gesehen, ich habe tatsächlich 3,5 Liter Wasser. Einmal die kleine Flasche am Auffüllen und einmal unseren mega geilen Trinksack. Headset wird auch gewechselt, ist der Plan. Und Sonnencreme brauchen wir auch noch. Hier rüber Headset aufladen. Hält theoretisch auch 200 Kilometer, habe ich schon rausgefunden. Echt gut. So 8-9 Stunden. Aber wir haben 2. Also wieso riskieren? Grandios, hier kein Pfand. Also einfach wegschmeißen danach. Ich sehe gerade, GoPro Akku hat 37%. Können wir auch noch wechseln. Stoffwein. Hier ist einfach so ein Isofast von Dextro Energy. Dementsprechend ein bisschen Magnesium drin und anderes kleines Zeug. Mischen. Alles trainiert, Leute. Den perfekten Ablauf, damit das auch schnell geht. Und jetzt auffüllen. Dann passt perfekt. Alles nicht so weit. Wieder reingesteckt. Zugtest. Nicht, dass du beim Fahren drauf kommst, dass das Zeug nicht funktioniert. Oh, geil, Stoff kommt. Puh. Boah, ich habe kurz mal die Kalorien gezählt von dem Zeug, was ich gegessen habe. Plus minus 1200 bis 1400 Kalorien. Heißt, mit 800 für die Flüssigkeit sind wir ungefähr bei 2000 für 100 Kilometer. Wir haben aber schon 135 Kilometer. Heißt, ich bin ein bisschen hinten dran, aber das ist gut. Solange man sich gut fühlt, klappt das auf jeden Fall. Ansonsten, der Akku-Pack, den ich mir von der Freundin ausgeborgt habe, tut einfach gar nichts. Ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet und ich habe gesagt, ich würde ihn wegschmeißen, wenn er nicht verlässlich funktioniert. Und ja, ich werde ihn am Ende des heutigen Tages wegschmeißen. Ist so ein kleines Ding, so Scheckkartengröße, ein bisschen dicker. Da ist halt optimal, weil es nicht so groß ist. Ich habe nur so einen 20.000, 25.000 Block und den wollte ich einfach nicht in den Rucksack stecken heute. Aber ja, das ist spannend. Mein Handy hat 60% Akku jetzt und wir haben noch 170 Kilometer. Das wird ein Rennen um die letzten Prozente, sage ich euch. Aber ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Tankstelle auch fragen, ob ich ein bisschen aufladen kann, während ich dort bin. Vielleicht klappt es ja. Oh yeah, nächster Riegel. Das wird auf jeden Fall ein geiler Cut. Riegel, 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 Riegel. Freue mich drauf. Also mittlerweile beißt der Gegenwind echt radikal. Wird schon seine 15, 20 km/h haben. Und wenn man einfach gedeckt, komplett flach auf dem Bike liegt und echt anständig tritt, kann man gerade so die 20 km/h halten. Hier, Kraxenberg, 11% Steigung. Ich freue mich.
Ist gerade schon angeschrieben gewesen. Aber wir haben es nicht eilig. Ganz piano wird er hier erklommen. Status vielleicht so 160 Kilometer schon. Knapp 12,45. Also alles krass. Schon der leichteste Gang. Also sehr gut. Im Gesamtplan Hälfte schon geschafft. Und was ich mir letztens gedacht habe, wie ich so 130, 150 gehabt habe, von 200, habe ich mir gedacht, scheiße, nochmal so viel habe ich echt keinen Bock. Aber heute, wenn das Ziel einfach 300 ist, muss ich sagen, dann geht es besser. Weil ja, die ersten Kilometer heute so gut runtergeradelt, da ist man so hart im Flow. Ja, fast schade, wenn es schon vorbei wäre. Also ich glaube, nächster Stopp bis 15 Uhr und dann die letzten 100 ausrollen lassen oder so. Also sagen wir so, bei 360 von 400 Kilometer möchte ich den Hügel nicht haben. Aber wie heißt es schön, überall wenn es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Freue ich mich drauf. War aber echt nicht lang, keine Ahnung. Mit dem Moped 2 Sekunden. So, vielleicht 5 Minuten. Unerwartet. Nach dem ersten ist noch ein zweiter Hügel gekommen. Aber bin noch dabei. 12% Gefälle. Viel besser. Und da war kein Witz, Alter. Eine einzige Lacke mit so einem braunen Moos ähnlichen Zeug am Boden. Das aber nicht so irgendwie durchgeschimmert hat. Ja, der Vorderrad weggerutscht, aber solide. Wir sind noch hier. Und ich habe ja keine Klickpedale, was in solchen Momenten immer hilft. Aber ich glaube, ich bin halt mal runtergestiegen. Nur ein bisschen quer gerutscht. Dann gönnen wir uns. Das war doch großartig. Ein bisschen mehr Kurven hätten noch sein können, aber sonst optimalo. Noch 2 Riegel. Phänomenal. Hier war es schon wieder ein Berg, gibt es doch nicht. Wie viele Hügel gibt es denn hier? Aber dafür windstill. Und ich muss sagen, ich habe es richtig genossen, den Berg hochzufahren. Aber einfach mal keinen Wind zu spüren. Das war der Hit. Es war echt sehr angenehm. So, ein kleiner Müsli geht noch. Nummer 3 in Folge, aber die haben nur 100 Kalorien das Stück. Oh ja, für mich ist der Moment gekommen, diese Teile wegzuwerfen. Job grandios erfüllt. Jetzt wird es aber ein bisschen unangenehm. Lol. Die sind echt anständig durchgeschwitzt. Und durch dieses Heizbett hast du ganz halt null atmen. Deshalb schätze ich, dass es jetzt deutlich gemütlicher wird. Leck, aber echt so windig. Da haben wir eigentlich nicht mal freihändig fahren. Junge, 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 echt kein Glück. Sperre Unterführung bis 24. Ende Oktober, okay, Ende Oktober. Das ist ein ganz schöner Umweg. Macht nichts. Ja, man mag es kaum für möglich halten,
Aber ich bin zum Ergebnis gekommen, mit einem Rennrad kann man eigentlich alles fahren. Also was habe ich gesehen? Da hinten ist eine Brücke, weil es trotzdem gesperrt ist. Aber das versuchen wir auf jeden Fall kurz. Sonst müssen wir einen größeren Umweg fahren. Nice. Vielleicht jetzt nicht maximale Schräglage ausnutzen. Ja, echt schade. Also ich glaube, du kannst es nicht erkennen. Aber der Umweg ist auf jeden Fall etwas. Ich glaube, jo, einmal zurück. Keine Ahnung, vielleicht 2 Kilometer. Und dann fahren wir hier hoch. Und hier kommen wir wieder zur Route zurück. Spannend. Aber ja, genau, ich bin über die Brücke gefahren. Keine Chance, leider hier durchzukommen. Also, Umfahrung, wir kommen. Zum Glück gibt es heute Komoot. Und wir können sowas so easy checken. Danke, Komoot. Aber das Geile ist, ich habe mich gerade wieder voll gefreut. Hier ist windstill. Phänomenal. Egal, ob es bergauf geht. Oder nicht. Hauptsache windstill. Das tut einfach gut. Er hat echt ein bisschen die Positive Vibrations gesaugt. Status-Update. Unplanmäßige Pause. Sagen wir so, ich muss ein größeres Geschäft verrichten. Und das bestimmt schon seit einer halben, dreiviertel Stunde und es wird langsam ernst. Und nachdem ich schon überlegt habe, ob ich in die Hecke gehe, habe ich mir gedacht, ich mache mal kurz einen Navigationsstopp. Und 7 Minuten in diese Richtung. Umweg. Aber ist eine Tankstelle. BP, immer geöffnet. Gute Qualität. Dort werden wir einen unplanmäßigen... Geil. Kleines Update meinerseits. Diese Hügel habe ich komplett gar nicht auf den Plan gehabt. 100 Kilometer Hügel. Richtig beinhart. Muss echt sagen, haben mich hart demotiviert primär. Jetzt bin ich endlich in der Ebene. Bin hier in Linz. Knapp Umgebung, falls es so sein kann. Genau, muss Akku sparen, deshalb mache ich so keine Aufnahmen mehr, weil ich habe nur noch 32% und noch 70 Kilometer, 230 Kilometer hinter mir. Das sollte so passen. GoPro ist tot. Weiter geht's. Phänomenal. Und zwar das letzte, was ich gesagt habe, war Hardcore, die GoPro geht echt wieder. Ach, leck. Das letzte, was ich gesagt habe, war, ich brauche einen Notstopp bei der Tankstelle. Und den habe ich gerade eingelöst. Dann wollte ich auch noch laden. Aber das Ladegerät war das langsamste, das existieren kann. Volle Ladung von 40%. Hätte 5 Stunden gedauert. Aber ja, ich habe es gleich genutzt. Ich bin irgendwie bei 186 Kilometer. Wir haben eigentlich einen super Run. Mein Akku sollte eigentlich auch bis zum Ziel ausreichen. Und jetzt kommt's. Der GoPro-Akku ist zusammengebrochen. Dachte ich mir, okay. Ja, ist der Original-Akku, aber komisch. Aber ja, der haltet nicht mehr so gut. Und dann versuche ich den an diesem Schnürchen rauszuziehen und hat einfach die ganze Bodenplatte des GoPro-Akkus abgerissen. Ich weiß, es gibt so das Gerücht, dass ich manchmal meine Kraft nicht richtig einsetze, beziehungsweise zu hardcore bin. Aber wie soll man denn Kraft anders einsetzen, als anzuziehen bei diesem Schnürchen? Auf jeden Fall klemmt der Akku jetzt drin. Und ja, durch Zufall habe ich gesehen, Scheiße, jetzt hat er plötzlich wieder 60%. Also derselbe Akku, der vorhin zusammengebrochen ist und einfach während dem Recorden sich ausgeschalten hat. Mit der Warnung niedrig Akku hat jetzt ohne Bodenplatte 60%. Was soll's. Ich würde sagen, wir nutzen das und ich mache noch ein paar Recordings
Und falls nichts wird, switche ich aufs Handy, dass wir das Video zu Ende bringen. Geil. Auf jeden Fall vorhin der Weg zu der Tankstelle war der Hammer. Es gestanden 7 Minuten. Ich bin vorgefahren, links, abgebogen und es ist einfach Schuss. Keine Ahnung, 50, 55 km/h. Straight runtergegangen. Den Hügel direkt bis zur Tankstelle. Also besser kann man sich echt nicht wünschen. Sehr geil. Also weiter geht's. Oh yeah. Besorgt habe ich natürlich noch eine Schnitzersemmel. Und was schönes Blaues. Kurz noch das Bike. Kurz noch ich. Jetzt wird gegessen. Dann geht's weiter. Yeah, Donau! Es wird schon dunkel. Verdammt, ich bin an der Donau. Nach der Steigung des Todes und dem Anstieg des Todes kam kurz ein Waldstück, endlich windstill, habe ein bisschen Performance können. Dann war da schon ein Kanal, auch windstill wegen Kanal und Bäume. Habe nochmal anständig performen können. Jetzt Landstraße nahe des Waldes und es ist schön langsam, wieder windstill. Habe wieder performen können, es ist knapp 20 Uhr, ich habe noch 1,5 Stunden. Irgendwo 270 Kilometer vermutlich. Ich muss weiterfahren, Akku sparen. 22%. Ciao. Hallihallöchen und herzlich willkommen zur Afterbesprechung. Und zwar, geil was. Ich bin gestern angekommen mit 12% Akku. Freundin hat mich abgeholt. Danke, mein Liebling. War der Wahnsinn, weil was sollte man sonst machen? Es ist echt 21:30 Uhr geworden, bis ich angekommen bin. Ich habe echt bei einer Tankstelle einen Stopp gemacht für eine Dreiviertelstunde, um mein Handy aufzuladen, um ein bisschen Reserve zu bekommen, weil der Akku-Pack ja zusammengebrochen ist. Und das Ergebnis war, es hat echt in einer Dreiviertelstunde 4% geladen. Danach habe ich mir gedacht, egal, von 40 auf 44, ich habe echt gesagt, vollkommen egal. Also wie gesagt, mit 12% angekommen, alles perfekt gelaufen. Es war spannend. Also sagen wir, wie ich mir die Route vorgestellt habe. Eigentlich, es ist flach. Ich bin schon mal nach Wien gefahren, der Donau entlang. Es ist konstant leicht bergab gegangen. Ich dachte mir, Killer Pace. Der Gegenwind war verdammt extrem. Also kann man echt nicht anders sagen. Also wenn es leicht bergab gegangen ist, du wärst eigentlich da runtergerollt, du bist einfach langsamer geworden. Ich habe einmal so einen Müsli-Riegel ausgepackt und ich bin quasi langsamer geworden, bis ich nahe am Stand war, weil einfach der Gegenwind so stark war. Also phänomenal, habe ich total unterschätzt. Aber das mit dem Wind wollte ich bewusst ausprobieren, weil ich habe mir vorhin gewusst, es wird die ganze Zeit konstant Gegenwind geben. Über die ganze Distanz echt phänomenal. Die Hügel habe ich gar nicht auf den Schirm gehabt, deshalb die Steigung des Todes. Da waren wirklich Anstiege, eben 12% Steigung, noch steiler durch so Siedlungen hoch. Hat nicht wirklich dramatisch ausgeschaut, aber das war halt einfach quasi senkrecht nach oben. Ich bin eine Siedlung, so eine hochgefahren, da ist gerade so ein Opa quasi runtergegangen, gefühlt wirklich super steil, aber asphaltiert, einfach so eine wirkliche Wohnsiedlung und der deutet einfach Daumen hoch und ich sag Kilometer 250. Jawohl! Genau, 2 Hänge, am Ende bin ich wirklich ich habe einfach hochgeschoben, weil ich mir gesagt habe, leck, es hat voll gar keinen Sinn, ich power mich aus, es ist einfach so steil, ich bin mindestens gleich schnell im Gehen und ich entlaste einfach mal meinen Hintern und kann hier einfach hochspazieren. Und habe keinen Zeitverlust, habe ein bisschen Bewegung, freue mich einfach, dass ich mal runterkomme vom Sattel und gehe auch. Also wirklich komplett abartig. Und dann hat es 1-2 Stellen gegeben, die einfach windgeschützt waren. Ich war jedes Mal so dankbar, wenn irgendwas windgeschütztes war. Habe hier einfach wirklich gute Pace hinlegen können. Ich würde sagen 25, 27 km/h. War wirklich super nice, einfach flach gemacht, reingetreten, konstant Schub gegeben. Hat wirklich richtig Laune, weil ich einfach richtig glücklich war, dass da kein Gegenwind mehr ist. Dann die Donau gesehen, hat Euphorie gegeben und jetzt der Showdown, den wollte ich unbedingt noch erzählen. Ich bin 20 Kilometer vorm Ende und Komoot sagt zu mir 2 Stunden und ich denke mir, 20 Kilometer, 2 Stunden, was soll der Mist? Komoot, das passt bestimmt nicht. Bin ich früher da? Geil, bin ich früher da, alles erledigt.
Und ich sag's euch, es waren die ganze Zeit Hügel mit Wahnsinnssteigungen. Kurz wieder runter, nächster Hügel, Wahnsinnssteigungen. Und ich habe für die letzten 8 Kilometer habe ich noch 1 Stunde gebraucht. Es war für mich komplett unvorstellbar. Ich dachte mir, ich schaue so hin, 8 Kilometer, denke mir, Katzensprung, 20 Minuten maximal. Bin ich vor der Freundin da, bin eine halbe Stunde früher da, das ist richtig cool. Nein, ich bin 1 Stunde gefahren für diese 8 Kilometer und es war ums Verderben. Ich habe wirklich so am Ende des Horizontes irgendwo ein Licht gesehen, so auf einem Hügel und dachte mir, bestimmt fahre ich dort auch noch rauf. Und ja, genau so was. Also es war dieses niederoberösterreichische Hügelland, da habe ich komplett unterschätzt. Ich dachte, ich fahre entspannt wie der Donau entlang in irgendeinem Tal durch und mache einfach Performance. Und da gibt es Steigungen, aber die sind einfach gemütlich. Aber nee, es war wirklich ungemütlich. Und ja, muss mal schauen, wie es so weitergeht. Aber ja, ohne Statistik ist nichts passiert. Dementsprechend hier noch kurz die Übersicht, wie das so gelaufen ist. Und ganz am Ende noch kurz die Vorbereitung im Keller. Ich dachte mir einfach, die interessiert vielleicht keinen. Die Bildqualität ist echt schlecht. Und ja, deshalb, damit ihr wisst, wie es im Dunkeln im Keller losgegangen ist. Das auch noch. Deshalb danke fürs Schauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht es gut, haltet die Ohren steif und bis bald. Geil, Like und Abo da lassen. Tschüss. Also was ihr so seht, linke Seite Proviant, Müsli-Riegel für 4000 Kalorien, rechte Seite Equipment, weil es ist 4:30 Uhr morgens. Oh yeah, genau. Ich habe fast schon Routine in diesem Prozedere. Dementsprechend Proviant in die Tasche, Zeug montieren und auf geht's. Echt geiler Adapter übrigens. Weil zuerst hatte ich echt keinen Platz für das Licht. Das Licht ist übrigens auch dahin für mich. Natürlich Nonplusultra. Unbedingt Musik, sonst geht da nichts. Genau, hier drin ist noch eine Trinkblase, 3 Liter. Da kommen jetzt auch ein paar Müsli-Riegel rein. Genau, gibt noch 2 zusätzliche Trinkflaschen. Good old used stuff. Schloss nämlich mit. Also falls das Bike irgendwo liegen bleibt oder falls sonst irgendwas passiert, dass du es irgendwie absperren kannst. Ich glaube, braucht man nicht wirklich, aber was soll's. Riegel. So viel wie möglich kommt natürlich hier rein, egal wie viele Stunden. Wir essen einfach, was wir in die Hände kriegen. Der Rucksack ist ein bisschen klein bemessen. Hatte ich echt noch für alte Mountainbike-Abenteuer. In ein paar Stunden ist er deutlich kleiner. Mega krass. Heute übrigens das erste Mal, dass die GoPro dabei ist. Ich hoffe, es klappt. Quadlock-Handy-Halterung. Mega der Hit, muss man echt sagen. Sigma Licht für 7-8 Stunden direkt Nonstop Power. Klappt soweit auch gut. Ich setze mir mal das Helmchen auf. Genau, draußen wird es stockfinster sein. Dementsprechend bestimmt eine kleine Aufnahme aus der Stadt, aber los geht's. Falls ihr das Stück noch nicht gesehen habt, mega der Hit. 250 € eBay Kleinanzeigen gebraucht. Mit manuellem Pimping. Mann. Das wird ein geiler Tag.